So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Game. Mir ist bis dato immer nicht eingefallen, was ich jetzt wirklich spielen könnte. Aber es wurde sich privat bei mir ein Puzzlespiel gewünscht zum Nachdenken. Und da ich das unglaublich gerne mache und weil es halt auch nicht schwer ist, also das Nachdenken, spiele ich jetzt Crimes and Punishment, Sherlock Holmes. Bei dir das eigentlich andersrum. Ist aber auch geil, weil wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Lol. War das ernsthaft gerade? Hat man das jetzt einprogrammiert? Die Musik gefällt mir jetzt schon. Ja, Sherlock Holmes. Mit John Watson. Mrs. Hudson, er kennt sie nicht. Mycroft. Schade. Moriarty scheint gar nicht dabei zu sein. Der schwarze Peter. Die Frage ist, sind das jetzt alles Fälle, die aus Büchern und Serien bekannt sind? Und ich muss mal 20 stellen. Ich muss es nochmal lauter stellen. Ups. Audio. Das war lustigerweise alles auf 15 eingestellt am Anfang. Ich sehe jetzt schon die ersten Copyright Claims. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mrs. Hudson. Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Komplett falsche Übersetzung. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then.
Dürfen Sie Notizbuch? Weise haben wir keine, bis auf unser Mordopfer. Peter Carey, wir sehen sich den Tatort an Woodmansey an. Okay, also Mord untersuchen kann ich auf jeden Fall machen, aber erstmal Anzug. Wie mache ich die Tür auf? Aktion durchführen. Komischerweise, wenn ich A drücke, nicht automatisch das Notizbuch. Oh, what a mess! Hier What geht's. a terrible mess! Wo ist jetzt mein Kleiderschrank? Ah, jetzt gut. Kleiderschrank. Nee, das wollen wir nicht. Anzug. Sogar noch Sachen zum Freischalten. Ich ziehe den dunklen Anzug an. Natürlich die Frage, Schminktisch. Kann ich mir zufällig auch eine Melone auf den Kopf setzen? Nein, aber ich kann ihn... Warum kann ich Holmes anpassen? Kurzzeitenzylinder. Das passt schon. Die Frage, warum hat das jetzt... Warum geht das hier nicht? Oder ist das vielleicht die Tür, die nach draußen führt? Das können wir jetzt noch machen. Baker Street, gut, das ist normal. Dann. Gut, dann wollen wir mal einen Mordfall lösen. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Wo ist die Leiche? Mr. Holmes? It seems that the garden was... Ist das ernsthaft Beweis? Gut, du musst ein fähiger Gärtner arbeiten, das heißt, der Gärtner war's. Kollege, ich habe den Garten schon untersucht, du kannst aufhören, nach Blattläusen zu schauen. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Nicht, dass der Garten schuldig ist, werte Dame. Ich sagte, dass der Gärtner schuldig ist. Denn wir alle wissen, in 90% aller Fälle war es der Gärtner oder der Butler.
Gibt es einen Gärtner? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Dann war es doch der Garten, der ihn umgebracht hat. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Okay, das heißt, er war Can you besoffen. please tell me War er what besoffen? occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear, Super. Was your husband accustomed to receiving visitors? oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many Die friends. Frage, warum hat sie 3 Stunden gewartet? Nur weil er das nicht möchte, sollte man doch wenigstens ihn zum Frühstück holen. Durchaus christliche Person. Handschuhe. Warum hat sie Gartenhandschuhe, wenn... Mistkasten. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy. Ja, die Nase geht aber. He was Oder ist schon wieder different, wasn't mein he, Sinken gemeint? when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Das war's nicht. Soll ich denn die richtige Antwort wissen? Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? You Pilgerfahrt. undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim Ist from gut England möglich. to Spain is from Plymouth. I believe that you met Menschen, Peter die Carey as a young sailor there, innerhalb noch and you leben, married ist him das soon afterwards. wahrscheinlich schlimmer als außerhalb. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Wie war's? Warum hat sie Gartenhandschuhe, wenn er alles macht? Also wir wissen jetzt, dass unser Opfer ein Alkoholiker war. Zu dem Zeitpunkt seines Todes war er hardcore besoffen. Sie selber wollte nicht hier reingehen, hat 3 Stunden länger gewartet. Also er durfte nicht mal Frühstück bekommen laut ihr. Das macht sie schon mal sehr sympathisch. Und sie ist religiös. It seems that the garden was well maintained. Das ist Kevin. Mr. Holmes,
Meine Augen selber. Moin Rufus. Nein, es kommt bei mir lustigerweise immer durch die extrem starken Wetterwechsel, die wir in letzter Zeit haben, dass meine Augen relativ trocken sind. Und da ich selbst zu faul bin, irgendwie mal einen Arzt aufzusuchen oder zum Augenarzt zu gehen oder mir Tropfen zu besorgen, kann es sein, dass es öfter mal so vorkommt. Peter Carey's body is inside Rufus, the benimm cabin. dich. We took care not to touch anything. Das hast du gut gemacht, Inspektor. Wann bin ich jetzt da? The door is So, locked. schön, das freut mich. Wie war's Wait denn? just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, Hast du mir was good mitgebracht? thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Brauche ich nicht. Ich bitte dich. Das ist eine Tür, das ist ein Türschloss. Das ist ein Kratzer. Jetzt können wir es untersuchen. These scratches are fresh. Gut, das heißt, es war der Gärtner. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ja, Rufus, du bist klug, das wissen wir alle. Ich bin so klug. K-L-K, ich meine K-L-G. Gut, der ist aber, What a terrible way to die. gut, die Mordwaffe haben wir schon mal gefunden. Die Frage ist, mein lieber Watson, wurde er abgeworfen oder wurde er zu Tode gestoßen? Gemäß des Einschlagswinkels der Lanze des Speers würde ich sagen, der Täter ist 1,80 groß, 1,80 bis 1,85, 85 Kilo schwer, männlich und hat er ist Rechtshänder und hat eindeutig das Ding durchgestoßen. Genau, weil ich kann jetzt einfach sagen, Rufus, benimm dich, sonst mache ich die Untertitel aus. Da verstehst du gar nichts mehr. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. The two. 60 leere Stelle. Umriss im Staub. This place Hier is lag not was. covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Fragen. Logbücher. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Mordwaffe, Harpune war das. Er wurde mit einer Harpune umgebracht. Whales. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Der kleine Füße. Plus 8 geht dann mal so gar nicht. Navigation instruments, nothing interesting.
fahren. So. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Muss noch schnell den Tisch an und dann gucken wir mal die Leiche an. Someone drank from this glass recently. Aber warum sind hier 2 Gläser, wenn er keinen Besuch hatte? The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Achten wir das. So. Ja, die Person ist eindeutig tot. Warum liegt hier ein Messer? This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain. Warum? Die schmecken doch. Peter Carey tried to Warum defend schläft die Blume himself jetzt noch? with his knife, but he did not succeed. Wirklich so laut? So. Jetzt sollte ich dann nicht mehr aufhören. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Jetzt passt. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Ich habe doch deutsche Untertitel an. Es gibt kein deutsches etwas. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Kann ich das Buch jetzt öffnen? These abbreviations mean something, but what? Rufus sei ruhig. Und warum meint die Dame rotes Licht? Die arbeitet doch hoffentlich nicht im Rotlichtmilieu. The weapon. Und stell dir mal vor, dass irgendein anderer deutscher Streamer wahrscheinlich denkt, dass sie und ich schon zusammen sind. 22 Uhr, mein Bester. Nicht 21 Uhr, 22 Uhr. Ich brauche meinen Schlaf. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Keine Badewanne.
Ja, aber wie kann ich das Ding ziehen? Ich kann das gar nicht ziehen. Das muss nach da oben. Oh, Alter. So, ich muss es irgendwie erstmal. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okay, haben wir es jetzt? Alarm! Alarm! Habe ich eigentlich das Alarmding drin? Warum macht keiner was von den Dinos? Ah, das passt jetzt schon besser. Das war dein Clip, den ich mir geklaut habe. Es müsste doch eigentlich passen. Sieht doch ganz gut aus. Ich gehe nochmal weg. Ja, das passt nicht ganz. Bin mit euch beiden. Hat funktioniert. This is a coarse tobacco,
quite strong and very popular. Ich glaube, nur ein paar haben amongst Sounds. Bei den anderen muss ich mal schauen. Und wir einfach mal alle durch. Irgendwelche werden Sounds haben. Mhm. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Die ist nicht in der Hütte. Thank you, madam. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Was anderes machen? Ja, das erste. Sehr cool. Einbruchsversuch haben wir damit aufgespießt. Okay, das ist also wirklich das Einzige, was wir hier haben. So. Ihr seid beide komplett sinnlos. Polizist und Inspektor zusammen. The ship's log. Also es ist schade, wenn zweimal die gleichen Sachen hintereinander kommen. Ich habe so viele wunderschöne Sachen. Antwort. Wie kann ich mich denn bitte auf die Lauer legen? Das wäre... Stopp, stopp. Das brauche ich. Suche den Mord an Peter Carey. Ja, er ist tot. Haben wir gemacht. Sprecher könnte heute versuchen zu beenden, was er vergangene Nacht begonnen hat. Er ist doch schon tot. Wurde er etwa in einem Affekt getötet? Dann wäre das aber ein richtig dummer Einbrecher. Entweder es war einer aus seiner ehemaligen Schiffsbesatzung, den er Geld schuldet. Damit habe ich die Nacht irgendwo hier pennen. My poor husband. Ich glaube, dass ihr Mann gestorben ist jetzt erstmal nicht mein Problem. Könnte man denn hier, die Frage ist, von wo kommt Einbrecher? Sinnvollsten wäre es natürlich, wenn er direkt von hier kommt. Den kürzesten Weg. Oder natürlich erklärt das hier über die Mauer. Das Versteck sollte also entsprechend hier hinten sein. Hier sieht mich keiner. Scheiße, wo finde ich denn bitte das Wasser weg? Ihr Polizisten, helft mal mit Versteck suchen. Stimmt, der Chat kann eigentlich auch mithelfen. Ich meine eigentlich hier, wie der Dai und wie der Doof.
Hier habe ich eigentlich gemeint. Ich hasse dich abgrundtief gerade. Kannst du nicht, wenn du mir einen scheiß Ohrwurm bringst, irgendwas Gutes machen? Du bist, ich verzweifle schon, weil ich glaube, ich kein Versteck finde. Kann ich nicht einfach hier hin? Who could do such a thing? My poor husband. Oh, warte, hier ist eigentlich ein gutes Versteck. An der Wand. Das kriegt keiner mit. Könnte ich mich denn verstecken? Ich mich ja in den Baum stellen. Nein, ich weiß ja dummerweise nicht, wo der Kollege reinkommt. Rufus. Bitte 5 Sekunden Timeout. Nee, mach 10 Sekunden Timeout für die Blume, damit sie aufhört, diesen Scheiß reinzuschreiben. Mr. Holmes? Hätte man hier drunter verstecken. Ja, toll, hier ist ein Steinweg. Abdrücke. Die passen nicht. Rufus, du einmal Mod sagen. These footprints appear to be quite large. Das heißt aber auf Deutsch gesagt, der Kollege kommt von da vorne. Stopp, stopp, stopp. Ist gerade was passiert? Oder doch nicht? Okay, das war die einfallende Sonne. Aber das heißt, ich müsste mich doch hier verstecken können. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Nein. Einfach nein. Alles untersucht. Nochmal auch. Das ganze Lied besteht aus dem geistigen Dünnschiss einer Person, die denkt, dass sie intelligent ist. Während das einzige Talent, was sie hat, deinen Kindern das Geld abzunehmen ist. Muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich mich verstecken kann.
Who could do such a thing? My poor husband. Hat der Mann nicht irgendwelche Feinde gehabt? Das überrascht mich nicht mal. Waren das zufällig die gleichen Liedschreiber, die Harpuniert auch hatte? Weil das ist ungefähr auf einem Niveau, das Ding. Falsches Paar, Toni, falsches Paar. These footprints appear to be quite large. Mit dem Inspektor kann ich jetzt quatschen. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. Und ich muss sagen, die Version von Mitarbeiter fand ich We shall besser. remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Jetzt kann ich This hier. looks like the perfect hiding place. Perfekt. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Arme Szene. Viel Glück. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Der war's nicht. You deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain Ich bin all that to the 1,80. judge. Fokus ist der Stumpf. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Gucken wir uns mal die Beweise an. Wir haben Fußabdrücke gefunden. Wir haben Stiefel gefunden, die nicht passen. Wir haben einen Tabakwürde gefunden mit dem Buchstaben PC. Würde für Peter Carey passen.
Habe ich ihn auch schon öfter mal gesagt. Ich habe Logbücher gefunden von deinen Schiffsreisen, die sollten wir mal anschauen. Ein scharfes Messer, aber wir wissen nicht, ob das die Tatwaffe ist, obwohl sie mit Blut besiedelt war an beiden Seiten. ASM, TU, keine Ahnung, was das bedeutet. Umriss im Staub von einem Gegenstand. Eine Pilgerfahrt von einer Sektenangehörigen. Und ein sehr gepflegter Garten. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Sherlock Holmes. Lassen Sie mich jetzt bitte hier vorbei. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. So ungefähr, also von da bis da. Waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Mr. Holmes? Natürlich die Frage, wie groß ist die Dame denn? Dafür, warum darf ich da nicht rein? Evidence Room. Jetzt Gegenstände haben wir hier. Warte. Ist das die Asiatenkammer? Wo ist das Kokskinders? Wir alle wissen, Holmes hat 100 Pro Drogen genommen. These are the suspect's belongings. Oder war das die andere Serie mit Benedict Cumberbatch? 1,67. Pocket knife. It was used to force the door of Ja, Peter muss ich aber sagen, Carey's höher oder größer oder kleiner. From R. Dawson, to my friend and partner. and partner, 1883. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Erstmal den Ring eingesteckt. Dann können ihn ja nochmal verwenden. Handkerchief with the initials JHN. Gut, das heißt The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. JHN, haben wir das hier? These abbreviations mean something. Immense Größe. Ist die Blume denn über 1,70? Mir ernsthaft seinen Ring geklaut, oder? Massiv. Ich habe mir wirklich den Ring geklaut. Warum mache ich sowas? Locked. Schade. Auch nichts drin, so wie es ausschaut. Oh, das ist ein Obduktionssaal. Saal. Ups. Mr. Holmes? Toni, wie groß bist du nochmal? Wir machen jetzt mal bitte das Brett zu. Ich mache jetzt mal hier Futtermethode. Schäbige Mütze. Blicken. Schlüsselndes Zinkengesicht. Was haben wir sonst noch?
Verletzung, Hornhaut. Narben. Dünner Hals. Keine Ahnung, was mir der Hals sagen soll. Teurer Stoff. Wie kann sich ein einfacher Matrose so etwas leisten? Ein Simpeln, das ist Gebrauchtware, gell, mein Guter? Ich muss ja irgendwie versuchen rauszufinden, wie er das geschafft hat, beziehungsweise wer er ist. Hat er doch gesagt, 1,71. Das ist doch hier geleuchtet. Jetzt so. Eine Prüfung, warum das? Doch, mit dem genauso. Nein. Rufus hat geschrieben, die Blume ist je nach Haltung so um die 1,71. Und Rufus hat geschrieben, genauso. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. Verrat I es mir. will find out eventually, Mr. Nelligan. The police seized this valuable ring from Jetzt, you. wie groß ist denn die Blume, wenn sie sich normal hinstellt und I nicht didn't steal it ruckelt? from anyone. It has always belonged to me. Wenn sie richtig ist, das ist. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? Wie kann I denn von didn't sowas steal it schlecht from anyone. werden? It has always belonged to me. Mikrofon The was. ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Haaransatz. So, Mr. Nelligan, Guck mal, dein Haaransatz hört hier, also ist schon, The ring geht is schon langsam bei dir in mine. die Geheimratsecken rein, mein Bester. Das ist aber normal. Jetzt haben wir das. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. King Tony. You don't seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, Das siehst as du. a little boy, Weißt du, was you mir had gerade to einfach find drüber ist? yourself a manual job, and it was most probably Wir wollten feeding uns doch nochmal bei fish. dem Cut Krontypen your hands treffen often zu while viert. working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see Wenn you du soon, noch young bist. man. Please let me go. I'm innocent. Bis Ende September da, also es wird schon lustig. Statt um das Notizbuch wiederzuholen müssen. Der wache Mensch. Ja, das wird wahrscheinlich wirklich nichts. Ich beachte dich jetzt noch einmal. What am I doing here? Bist du der I've done Mörder? nothing. Wo kann ich noch was machen?
Nichts noch. Ein wenig begabt und eine Harpune werfen kann. Es war nicht geworfen. Es war nicht geworfen, die Harpune. Bezweifle, dass das Ding geworfen war. Ich glaube ja eher, das war gestoßen. Oh nein. Rufus, guck mal bitte ganz kurz auf Twitter. Ich bekomme gerade wirklich die Meldung, Bundeskanzler Olaf Scholz hat getwittert. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne unendlich Schlimmes. Jetzt solche. At your service, Mr. Holmes. Das ist bitte nach Baker Street. Guck mal bitte, was er geschrieben hat, weil ich ahne halt wirklich unendlich Schlimmes. Warum Respekt? Das wird mir auf meinem Handy angezeigt. Oh, ich habe einen Hund. Kann ich den Hund streicheln? Igitt. Ach, Yoshi. Hallo. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Warte, kann ich mir auch andere Sachen anschauen? Nein, kann ich nicht. Wie geht's denn unserem Toten Meer? My analysis table. It is useful for my work. Okay. Sherlock Holmes war AOT-Fan. Gut zu wissen. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A Auch ganz gut, danke der Nachfrage. Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically? Wollte ich jetzt auch fragen, Yoshi, was versteht sich denn zu uns? See what you're getting at, Holmes. Möchtest du etwa miträtseln, wer der Mörder ist? On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Ich möchte sie mit einer Harpune aufschließen. Warte mal ganz Watson, kurz. let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's Ich nehme euch das Ding wirklich wieder weg, wenn ihr es übertreibt. So, kann ich jetzt... Darf ich wirklich Watson aufspießen? Der Watson wird Ihnen alles gerne behilflich sein bei einem tun. Wurf-Experiment. Ich sage euch, der ist nicht geworfen worden. Ich sage euch, das Ding wurde durch ihn durchgestoßen. Lediglich die Harpune fehlt. Dann auch so weit, Chip her, und wir nehmen uns einfach eine Harpune mit. Carsten? Der Typ auf dem Stickern gerade, das war Carsten. Also neben King Rufus. Ich sag doch, ich nehme einfach die Harpune hier mit. Now I am ready for the experiment. Also damals auf dieser mystischen Lichtung bei Vollmond haben Rufus, Carsten, damals noch unser anderem Namen, und ich uns zum ersten Mal getroffen bei einem satanistischen Ritual. Ich glaube 3 Menschenopfer oder so waren notwendig, 17 waren es am Ende. Nicht so auf ausgelöscht, passiert.
Und nachdem Carsten aber ewig gebraucht hat, einen 5 Meterkurs zu fangen und zusätzlich noch gesagt hat, dass er gerne was mit Türen anfängt, beziehungsweise dass er seinen Weg gerne in der Tür einklemmt, ist er der türfetische Mensch der Türe geworden und heißt seit seitdem Carsten. Und Rufus und ich versuchen ihn eigentlich nur von irgendwelchen Türen fernzuhalten. Egal ob Backofentür, Kühlschranktür, Haustür, Bustür. Darf Sachen werfen. Ah, ich komme nicht mehr drüber, das ist schade. Atem anhalten. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ich sage doch, das Ding wurde gestoßen. 30 Minuten. Man muss noch zusätzlich sagen, ich habe glaube ich gespuckt, er hat es geschafft, für über 100 Bälle zu verbrauchen. Und hat glaube ich die letzten 3 Bälle, aber immer noch nicht aktiv genug. Ich verdrücke mich immer. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Jetzt solche treffen und aber guck mal, das war von oben. Das war aber von unten drinne. This is the best possible result that I could get. Ich meine, jeder hat seinen King. Carsten hat alle. And pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ich möchte auch so einen Dr. Watson haben, den ich einfach Sachen mal sagen kann. Spieß an der Wand. Im Gärtner nötige Kraft. Es wird aufgespießt an der Wand. Glückswurf. Ich sag mal so. Dass es Glück war. Glück hat damit nichts zu tun. So dick ist der Dick nicht mehr. Also wir haben den auch mittlerweile 0,25, muss ich ja nicht machen, 0,25 cm eingeschätzt. Dafür wurde er halt entsprechend gestreckt. Was ist meine Aufgabe? Kann ich bitte das Ding mitnehmen? Geh nochmal zu Woodmans Lee. Ich glaube, wir haben Yoshi vertrieben. Ich sag so wie es ist, ich glaube, Yoshi hat ihn doch salziger als erwartet und ist gleich gegangen. Liegt hier denn irgendwo ein Notizbuch drin? Möglich. Hier irgendwo ein Notizbuch rum. Auch mal einen entsprechenden Schuh. Da ist ja der Glückliche. Ich bitte dich. Oder Rufus ist gegangen, das kann auch sein.
das machen, können wir auf den anderen zugehen. Wir sagen, der war's, weil er ist untrainiert und es war vielleicht ein glücklich, aber ich glaube immer noch, es wurde gestoßen. Ich bezweifle immer noch ganz stark, dass es... What am I doing here? I've done nothing wrong. Du hast ihn getötet. Ich muss mal mit jemandem reden, der irgendwie was weiß. Bitte dich, Kartoffeln und Quark. Das ist das Beste, was es gibt. Und eines der besseren Sachen, die es gibt. Und gibt es wahrscheinlich auch in der veganen Variante. Das stimmt so nicht, Rufus. Carsten hat schlechte Witze gerissen. Du warst der mit den einigermaßen erträglichen Witzen. Und ich sage nicht, dass ich auf Mädels geärgert habe. Ich hatte einen Crush auf eine Person und das ist aber zum Glück nichts geworden für uns. Also für mich zum Glück, für sie war es halt schlecht. Die Haltung öffnen. This is where I keep my post. Zeitung, ich kann Zeitung durchsuchen. That is not the one I need. That is not the... Draußen und illegal im Westen ist uns pleite, illegal verschwunden. Gut zu wissen. Ja, sie war dein größter Fan. Rufus, erzähl mal die Geschichte von uns dreien. Von uns vieren. Und dass wir eigentlich zusammen eventuell, dass einer von uns dreien der Vater von ihrem Kind ist. Wir wissen alle nicht wer. Das kannst du mal erzählen, Rufus. Mit Sitz in Cornwall. Sie hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet. Folge große aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England. Okay, das ist irrelevant. Der Konkurs ist das zweitgrößte in der Geschichte. Das ist halt deren persönliches Pech. Warum? Bist du es wohl doch? Haben wir es jetzt rausgefunden, wer von uns dreien es ist? Du bist es scheinbar doch. Gut zu wissen. Ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Der Vorsitzende ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Aber sowohl von der Polizei auch von gesucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask Oh, es him. macht nichts aus. Das war in der Zeit, wo ihr beiden nicht aktuell eine Pause hattet. Also das ist schon... Da musst du dir keinen Kopf drüber machen. I can always my archive. I can always consult with it if needed. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Also Rufus wahrscheinlich als einziger. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Was? Also ich bin doch nicht sarkastisch. Das war auch nicht ironisch gemeint, das war vollkommener Ernst. Also ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich kann es wirklich nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Also es war auf jeden Fall 100% ernst gemeint und wir wissen jetzt auch, dass du der Vater bist. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt nämlich, Carsten und ich sind jetzt fein raus aus dem Schneider und somit musst du jetzt Tantiemen bezahlen und Kindsunterhalt und ich nicht. Darauf Prost. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but
it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey Das were ist both nie passiert, at das wird nie sea passiert in und Norway. alle Menschen, die There das is behaupten, never bekommen in been a einem Minuten connection Band. between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ich hatte früher als du. Ey, für Menschenopfer, wo willst du das sonst machen? Das immer wieder. Menschenopfer werden heutzutage kaum noch gut geheißen. Zu dem Rufus macht ja nichts raus, sie kennt die Geschichte mit mir und meiner Ex. Ich sag mal so, nur weil du in einer Beziehung bist, heißt das nicht automatisch, dass du Sex hast und ja, damit ist das zu Ende. Das heißt nicht automatisch, dass du Sex hast. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Mhm. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Sehe ich genauso. Log notes for August. Gucke mal. These pages have log notes for August. These pages have been torn away. This log notes for August. Warum These ist da pages have ein... been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Du darfst ruhig eure wahre Meinung sagen. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die... Diesen Satz brauchen wir nicht finden. In der Baker Suite. Ich würde aber trotzdem erstmal ganz kurz nochmal nach Scotland Yard gehen. Denn die Crew-Besatzungsliste könnte eventuell die Initialien enthalten von dem Notizbuch. Ich als schlauer Mensch weiß sowas natürlich. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Ah, ich cleverer Mensch. Nicht? Das ist es, Now CPR. we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Fehlende Wertpapiere. Fehlende Blechkiste. Was ist denn das für Schickes? Also war es vielleicht ein Glück... Es war ein Glückswurf. Habe ich das denn jetzt ernsthaft schon gelöst? Ey, ich brauche eine scheiß Stunde, um hier so einen scheiß Mordfall zu lösen. Ich bin fucking besser als Sherlock Holmes. Er hat mindestens 2 gebraucht.
Du weißt doch, dass ich was ich zum Thema Liebe stehe. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? Hat die Dame There is das zum always a Thema Liebe? watch beneath our window. I have only to call him. Nichts machen. Nicht machen. Gut, ich habe das Ding ja schon. Tschüss. Rufus, wolltest du nicht weg sein? A map of London and the surrounding area. It could... Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Vom Fenster aus herbeirufen. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Ist jetzt schon Here streng, is dass the du den list of Namen von sailors. Rufus übernommen hast. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Bin verloren. Aber ja, wir wissen, wer es war, also. Rufus, Alter. Rufus, Alter, so, du schaffst das. Du musst sie nur dazu bringen, nach Thüringen umzuziehen. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. Na, I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. natürlich. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with Alarm! us. We'll make him talk. Alarm! Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Ich hab so viele Sachen von den Dinos drin und keiner nutzt die. Of course. Bin maßlos It's in the enttäuscht. evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Ich weiß aber eh schon, wer es ist. Wie gesagt, manchmal sogar 4. These are the suspect's belongings. Bestimmt gibt es auch irgendwo. Ja, die sollte ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Liam Hurtley's Und ich habe ja immer noch die Schuhgröße. size 9 and Ich muss ja noch die Schuhe untersuchen. the stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen, nothing unusual about it. Das vermag bestimmt auch, These are the suspects. kann man nicht, veganes Eis zu geben.
Ich kenne den Sohn, lustigerweise, von der besten Eisdiele Thürings, die lustigerweise mein Heimatort ist, kenne ich den Sohn vom Besitzer. Mit dem war ich zusammen auf der Schule. Das heißt, ich könnte ja mal nett nachfragen, ob es machbar ist, die ein oder andere Eissorte in vegan umzuwandeln. Jedenfalls gehen wir in eine andere Eisdiele. These boots match the Passt. footprints exactly. Heißt, wir haben jetzt doch nicht. Wir wissen jetzt also nicht, ob das jetzt wirklich Exitäter ist. Nee, wenn dann Kontakte ausnutzen, um der Blume einen Gefallen zu tun. Es kann ja nicht sein, dass wenn die Blume nach Deutschland umsiedeln möchte, dass sie dann kein Eis essen darf. Oder dass er Eis essen kann. Dass unglaublich leckeres Wassereis gibt. Ja, das ist gar nicht. Ach, hier, Please Mr. Harpuniert. escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more Ohne Eis, ich neutral. verstehe schon. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. In Thüringen, bald. Aktuell noch nicht, aber bald wieder in Thüringen. Pflanzenreste. Geht mir schon mal weiter. Hände eines Gärtners. In der Mitte. In der goldenen Mitte. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Geht es vielleicht doch ein Gärtner? The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ist nicht? Now that your presence at Woodman's Lee has been Gut. proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Das kann es nicht sein. Oh, ich stelle mich gerade dumm an. Also entweder Gärtner Now oder der that your gepflegte Garten. presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because Gärtner. you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands.
They told me that you work with the earth. Small fragments of plants. Aber ich dachte, es gibt keinen Gärtner, das heißt, warum hat die alte Frau gelogen? You were mowing very recently. But the most obvious clue Damit ist der Gärtner doch der Mörder. in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Du bist nach Woodmanslee. Die alte Frau hat gelogen. War dann also der Gärtner bei dir, Blümchen? Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Sie lügt. Sie waren zusammen, der Gärtner und die Frau. Thank Die you, Ehefrau. madam. Who could do such a thing? My poor husband. Das war ein Hörer. Er hat die Dame besamt. Warum lässt die Dame sich denn von jemandem besamen, der mindestens doppelt so alt ist wie die Dame selbst? Wirklich, oder? So, ich hoffe, die Fenster sind jetzt mal mittlerweile da. A new suspect. Und doch, der Gärtner ist der But Mörder. this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Hätte ja an sich. Ich muss nochmal zu Scotland Yard. Dann doch Scotland Yard und ansonsten gehe ich nochmal zu Woodmanslee. Gut, wir schaffen hier locker. Den Fall schaffen wir locker. At your service, Mr. Holmes. Das ist natürlich die Frage. Rufus Aderkuppe, Mensch. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Shapes of Noses. Aha. Gut zu wissen, dass wir ja eine Nasenform haben. Naja, also Rufus, du bist der Vater vom Kind, aber ich zieh's mit der Blume auf. Saying another word. Mr. Holmes? Stell dir mal vor, ich würde dein Kind aufziehen, Rufus. Das Kind, das du mit besagter dritten Person gezeugt hast. Mir die Vaterschaft. Please escort this suspect for interrogation. Ja, da versucht mich zu verkuppeln, der Gute. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father.
I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young. I'm not saying another word. What am I doing here? Ja. How is the investigation going, Mr. Holmes? Also einer von beiden ist es. Und ich glaube, die alte Frau, die hängt da mit drinne. Also aktuell würde ich ja sagen, der Besamer der Blume, so wie die alte Frau. Genau, Rufus, wie schätzt du meinen Frauentyp ein? Und Blumentyp. Blumentyp nicht vergessen. Rufus, wie schätzt du meinen Blumentyp ein? It seems that the garden was well maintained. Wie? Das stimmt nicht. Who could do such a thing? My poor husband. Lügt der Rufus wieder. Rufus, aber bitte ernsthaft. Jetzt mal ohne Spaß. Rufus. Nicht in Ordnung. Ups. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more... Halt einfach, was wir über den Boss herausfinden. Guck mal, hier war nur noch was. Wie nennt man das? Machen wir die Suche nach den Wertpapieren. Das hier nicht zusammen.
So. Ich muss jetzt die nächsten Sachen rausfinden. Ups, das will ich nicht machen. Oh, doch, stopp. Sind auf der anderen Seite noch was? Nee. Nein! Das spucke ich auch noch. Nein, mein Typ ist viel komplizierter. At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Selbst ich habe Ansprüche. Auch wenn Rufus das immer gerne unterschätzen mag. These are the suspect's belongings. A pen, nothing unusual about it. Geh jetzt mal so weit und sage mindestens Stäbchen. These abbreviations mean something, but what? Vielleicht brauche ich hier meine Sherlock These are the Senses. suspect's belongings. Etwa nicht. Kannst du nicht mit Stäbchen essen? How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Jetzt kann man hier auch Unschuldige reinpacken. Gefängnis. Natürlich. Weißt du das? Oh, streng dich mal ein bisschen ein mit dem Denken. Denken ist nicht schwer, versuch's wenigstens einmal im Leben. Du müsstest wissen, welche Haarfarbe bei mir präferiert ist. Über meinen Dienst zu reden. Ich hätte gern Themenwechsel, danke sehr. I'm not saying another. Mr. Holmes? What am I doing here? I'm not saying another word. Brave Toby. The best nose in the British Empire. A map of London and the surrounding area. It could be useful. My archive. I can always consult with it. This is where I keep my post. Ich habe eine präferierte Haarfarbe, ich habe keine präferierte I Augenfarbe. can always consult with it if needed. Das Problem ist, Rufus macht das jetzt wahrscheinlich absichtlich, einfach nur um mich zu triggern.
Ich hätte einen Tatverdächtigen, aber ich glaube nicht, dass es dieser Niger-Junge war. Ich frage mich eher, warum der eine sagt, es gibt einen Gärtner und der andere sagt, nee, es gibt hier keinen Gärtner. Was gibt es hier zu verstecken? Auch das stimmt immer noch nicht. Rum. Das stimmt wiederum. This place is an object was Wo dass ich mit der Dame nicht nochmal reden kann. Vielleicht gibt es ja jetzt oben was Neues. Ja, aber jetzt würde mich was jetzt wirklich mal interessieren. Ich glaube nicht nur mich würde es interessieren, sondern auch Rufus. Stimmt das jetzt? Mit dem Daddy-Issue? Who could do such a thing? My poor husband. Die Frau lügt doch. Wie angegossen. Nicht zusammen. Das würde zusammenpassen. Du verwirrst mich jetzt ja gerade wirklich. Na gut, aber das ist jetzt nicht. Ja, erstmal, das tut mir natürlich leid für dich. Du kennst mich auch scheinbar nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass du mich schon so gut kennst. Ich muss mal die anderen Sachen anschauen. Uff, dann habe ich mal bitte über dich gelogen. Dann habe ich mal über dich gelogen, du kleiner Mensch.
in der PS4. Ein Geheimnis. Oh, wo ist das Werkzeug? Es wurde kein Werkzeug gefunden. Also ja, wenn denn der gute Rufus mal wie stimmt, der gute Rufus ist ja diesen Monat mal in Dingenskirchens. Er ist ja mal in der Nähe von deinem Wohnort. Da solltest du dich dann gut umschauen. Ich meine, der ist zu übersehen. Der ist von der Größe her zu übersehen. Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Wie der deine Haarfarbe ist auf deinem Insta-Bild zu erkennen, das ist ja bewusst, oder? These are the suspect's belongings. These are the suspect's belongings. A handkerchief with a pocket knife. It was used to... These abbreviations mean... Warum hat er eine Füller mit, wenn alles vor und hinter war? Das ist die zweite gute Frage. These are the suspect's belongings. A pen? No. Ich glaube, wir machen jetzt gerade wieder das typische aneinander vorbeireden und uns dabei komplett selbst verwirren. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Und wie sieht das jetzt mit den Fenstern aus? Und Rotlicht. Oder halt auch zu Woodman Sleep passen. Das war ja auch eine Flasche rum. Und 2 Gläser. Warum hat er ein zweites Glas gehabt?
mal. Hier kann ich was machen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Versuchen wir das mal. Und dann kommt das. No, something isn't right. I need... Okay, ich habe gerade aus Versehen irgendwas Explosives hergestellt. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence. Third condition, colorless reagent should be added. So. Jetzt nehme ich direkt als drittes. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. Ah, okay, ich hab's. No. Ach, das unten ist das weggestrichen, weil das nicht funktioniert. Blau. Blau. Grün. Farblos. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. 2. Okay. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Die weiß jetzt, wenn ich so anfange.
zum Abschluss. No, something. Immer noch nicht. Was jetzt verscherzt ist dir aber. Jetzt wenn wir. Okay, ich glaube, ich hab's. Blau, blau. Farblos. No, something isn't right. Und nicht. I need to start the reaction from the beginning again. Hey, was ist denn das? Alle 7 Sachen müssen gemacht werden. So, das müsste die dritte danach sein. Das muss direkt hinter Orange sein. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Oh, nichts. Hm. Jetzt hört mal auf hier Zeug zu labern und helft mir mal. Was hat man denn im Chat? No, something isn't right. Immer I noch need to nicht. start the reaction from the beginning again. Zweifel hier First gerade. condition. All Alle 7 7 Chemikalien sollten reagents should verwendet be werden, used. ja. Second Die condition. orange Farbe muss als dritte nach der blauen Chemikalie verwendet werden, ist auch in Ordnung. In the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless Wie soll man das denn bitte machen? Blau, blaue, farblos, grün, gelb, grün, gelb. Und halt orange. Dr. Watson, mach du das mal bitte. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. Gut, Rufus, du hast genau das gleiche Studium durch wie ich. first, second, third. Dann hier. Sag, ohne zu googeln. Fuck hier, Alter. Ohne zu googeln. Du kennst die Bedingung. First condition. Erste alle 7 Chemikalien müssen verwandelt werden, dann Second orange condition. muss die dritte nach Orange blau reagent sein und nach should be the orange third kommt one weiß. In the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Du. Jetzt komm mit. Habt ihr einen Vorschlag?
Feinfleck. Es gibt zweimal blau, zweimal orange, zweimal farblos und einmal grün. Jetzt komm, Rufus. Ohne zu googeln. Ohne nach der Lösung zu schauen. Nach orange muss farblos kommen. Ich würde jetzt noch eins mal selber versuchen. Und dann bist du dran. Also es muss alles hier muss man nicht lernen. Es muss die Kombination blau, Fragezeichen, Fragezeichen, orange drin sein. Das muss drin sein. Hatte ich schon. Rufus, das hat nicht funktioniert, das hatte ich schon. Das ist es nicht. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Hatte ich doch schon. Das ist das gleiche, was Rufus sagt. Ich habe alles schon versucht. Hatte ich auch schon. Das ist das gleiche, was Rufus sagt. Das hatte ich alles schon gemacht. Ich beweise euch das. Hier. Blau, grün, blau. Orange. Farblos. Und damit wäre ja nicht mal diese Bedingung. Orange. Von das 2 zwischen blau und hier. Das war die erste Kombination, die ich hatte. Done. Now I can Warum hat proceed das vorher nicht further. funktioniert? Ihr wollt mich doch verarschen. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Das war das erste, was ich damals gemacht hatte. Also, das Spiel verarscht mich. Das war die erste Combo, die ich damals hatte. Ich werde vom Spiel gemobbt. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Das war ziemlich die erste Kombination, die ich gehabt hatte. Und da ist es aber dann nach dem einen Ding explodiert, weil ich gedacht habe, jo, nee, machen wir mal nicht. Ich wollte gar nicht hier hin. Ich wollte zu Scotland Yard. Doch, Doch. Und genau weil das dafür steht, gehe ich jetzt mal schnell ums Eck. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
Ja, ziemlich. Ja, alle hört auf damit. Stopp! Geht weiter. Ey, hier, im Gegensatz zu dir trinke ich halt was, gell? Und ich habe wirklich diese Kombination Blau, Grün, Blau, Orange, Weiß, Orange, so Orange, farblos, habe ich beim ersten Mal direkt versucht und es kam halt direkt ein Abbruch. What am I doing here? I've done nothing wrong. Achso, ja, ich will auch mit dem Kollegen reden. Please escort this suspect for Doch, interrogation. guck nach. Es war das erste Ding, was ich direkt verwendet hatte. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Rufus direkt unten durch, der Junge. Verdient. Das Rufus zeigt dich mal bitte von der besten Seite, damit sie nicht denkt, ich bin mit harten Assis befreundet. Locked. Schließen Sie sofort die Tür auf. Auch eine Waffe. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed at Sherlock Holmes. Okay, danke sehr. Thank you, madam. Let's see what could be hidden here. Deswegen soll er sich ja von der besten Seite zeigen. Nicht, dass du deswegen dann wegrennst. Nicht viele Sachen. Das sollte mich erstmal so versuchen umzuschauen. Werkzeuge. Ja, warum ist mein About nie falsch? Jetzt stecke ich sowas von deiner Freundin. Guck mal. Da ist die Kiste. Tada! Let us see what is in this box. Was soll ich denn machen?
Da komme ich rein. Oh, das war fies. Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. Der Gärtner war's, ich sag doch. Werte Dame, Sie müssen mir etwas sagen. Warum vögeln Sie mit dem Gärtner? Sind Sie nicht ein bisschen zu alt dafür? Ja, alles ist eine Bombe, die hochgehen kann. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has... Was ist doch daneben, der ihn umgebracht hat? You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Ja. Jetzt hätten wir Hurtleys Motiv. Würde das aber nicht mehr passen. Vermutlich, bis ich den ersten Fall gelöst habe oder ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Das ich auch spätestens wahrscheinlich 18:30. Ehre genommen! Vorhaut genommen! Leben genommen! Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Now I can
Wie ist nicht so schwer? Das Spiel hat mich voll verarscht. Nein, Kinders. Ruhig Blut jetzt. Hello there. Are you Cairns? What do you want? I've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Rubus. Suits me. Ruhig Blut. Oh, ich hasse das. Warum ist Vibration an? Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh, Leute. Ja, das wird nichts. Ich verliere gar nicht. Ja, ich mag das nicht, dass das Ding jetzt vibriert. Das ist unschön. Sag mal, wie du da Ausdauer lassen. Nicht das, stopp, kann ich das irgendwie ausstellen? Warum kann ich die Vibration vom Ding nicht ausstellen? Ja gut, das war's. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Würde ich gerne. I'm ready to try again. Muss ich ja erstmal irgendwie schaffen. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Er hat das schon hinbekommen. Stopp. Guck mal, wie ich das geschafft habe. Ja, da stimmt aber. I wasn't focused.
Let's Dem go Schwingungsrecht, das again. ist nun sehr selten. Nochmal, wer bleibt. Kleidung, Armhaare. Gelbe Fingernägel. Er raucht. Tattoo? Ja, ich habe ihn dann, als ich bei meinen Eltern, doch, da war ich bei meinen Eltern, sitze auf der Couch, gucke gerade so bei Twitch rein, weil Rufus ja unbedingt streamen wollte und sehe einfach nur 330. I'm ready to try again. Fine. If you Ja, want me to ich take dachte so, all your hä? money, 330? no problem Das with kann nicht that. sein. Irgendwas stimmt doch nicht, der Junge wird doch gebottet. Mach, ich drücke doch, halte doch. Ey, jetzt hört doch mal auf, hier das Ding umzugeben. So, nächste Runde. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to Sind die settle Wand. down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, Ja, well. Rufus, heute ist doch Freitag. You're not as Mach nachher poor selber as meinen me. Stream an. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my Kannst du drink. nur, Rufus, wie kannst du nur? A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. Super I've seen Get Raid oder so. everything. Old Wallace, Dan Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn.
and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. Natürlich bist du genug, Blume. Du bist nur nicht für Rufus genug. There was only one man on her. Du musst noch jemanden finden, für den du genug bist. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian Und für coast. Rufus bist du halt zu viel. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. Das war doch der Junge. Strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night. Nein, habe ich nicht. Nobody knew what happened to him. Meine charakterlich bist du für Rufus zu viel. Der kommt nämlich nicht mit Personen zurecht, die für sich selbst einstehen können. You know what happened, don't you? I do. Und einen eigenen Willen I haben. saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. And those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Das war doch kein Diss an Marie, also ich bitte dich. Here it is. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. Warum hat er das Ding verloren? Ist er vielleicht der Mörder? Is this your tobacco pouch? Well, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Rufus, weil du Wiener und nicht Wienerin geschrieben hast. I'm done here. It's... Hier? Damit hätte man Kerns ist der Mörder. So, wir haben also jetzt deutlich gesagt, 2 potenzielle Mörder. What am I doing here?
I'm not saying another word. Also sogar nur noch das hier. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Würde auf jeden Fall passen. So. Ist das? Ich mache jetzt einfach mal. Nee, ich mache keine Community. Ich werde ja wieder was langsam. Haha. Okay. Also wir wissen auf jeden Fall, Hurtley ist unschuldig. Rufus jetzt bleibt wenigstens noch da, während ich hier die Mörder mache. Und statt um das Notizbuch wieder zu holen, das im Blut des Opfers lag. Der größte Mörder ist nein. Papiere. So. Was denkt ihr? Mörder kaltblütig oder nicht? Natürlich kaltblütig, gell? Also wir wissen, er war kaltblütig. Warum sollte er sonst da sein? If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. 12 Sekunden. A Ich bin young lad erstaunt. gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Guck mal, ich soll mich mit dem prügeln. Hä? Wie geht das denn? Hä? Wie kann ich mich denn bitte mit Menschen prügeln? Im Spiel, wo man nicht prügeln kann, sollte. Yes. I thought you were good at boxing, Mr. Holmes. How's your jaw, Inspector? Oh, it's fine. Mr. Holmes, all this is your fault. You should have warned me. I would have come with reinforcements. If that had been the case, then Cairns wouldn't have come here. Well, maybe. I'm going now, Mr. Okay, wurde von Patrick Cairns ermordet. Ein Haupt. Achtung, Spoilergefahr aber nicht. Wir gucken uns jetzt an, ob er wirklich der Mörder ist. Und dann auch mal bestätigen. Voll.
16 von 16. Cairns ist der Mörder. Entscheidung bestätigen, ja. So, das nächste Ding machen wir dann aber erst morgen. Also das Rätsel auf den Gleisen dann. In dem Sinne. Jetzt mal speichern lassen. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es war mir wie immer eine Ehre. Und sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.